Wenn du Arbeitgeber in den VAE bist und mit deinem Arbeitnehmer ein wirksames Wettbewerbsverbot vereinbaren willst, dann solltest du jetzt gut zuhören. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Dubai Recht klar mit Omar und Derya. Heute habe ich wieder meinen Rechtsanwaltskollegen Sebastian hier bei mir und heute sprechen wir über das spannende Thema Wettbewerbsvereinbarungen in Arbeitsverträgen. Sebastian, Wettbewerbsvereinbarungen in den VAE sind ja nicht ganz so easy, wie man es vielleicht aus anderen Ländern kennt und doch ein spannendes Thema, weil sich das ja gerade bei Managementpositionen diese Frage immer wieder stellt. Hören wir dauernd von Mandanten, wie sieht es aus mit einem Wettbewerbsverbot, kann ich den vereinbaren im Rahmen von Aufhebungsvereinbarung, beispielsweise nachvertraglich oder bereits schon in dem Anstellungsvertrag. Und darüber wollen wir heute gemeinsam reden. Ist denn die Vereinbarung einer Wettbewerbsklausel generell zulässig hier in den VAE? Also grundsätzlich ist natürlich ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot zulässig, ohne weiteres, wie du gesagt hast. Es ist aber schon so, dass die Rechtsgrundlagen, sprich zum einen das Arbeitsgesetz der VAE, aber auch das Zivilgesetzbuch der VAE, relativ enge Voraussetzungen an die Wirksamkeit eines solches Wettbewerbsverbots festlegen. Das bedeutet, ich kann nicht pauschal in sämtliche Arbeitsverhältnisse oder Arbeitsverträge ein Wettbewerbsverbot mit aufnehmen, sondern es ist muss erstmal vorausgesetzt sein, dass der Arbeitnehmer an sich über Geschäftsgeheimnisse verfügt, beziehungsweise Kundenkontakt hat. Und da ist eigentlich schon der erste wesentliche Anknüpfungspunkt, was wir ganz oft sehen, wenn wir einen Entwurf von Mandanten zugespielt bekommen, den wir überprüfen sollen, dass grundsätzlich einfach ein Wettbewerbsverbot mit aufgenommen wurde. Und das ist natürlich bereits von vornherein unwirksam. Ja. Was man noch sagen muss, dass dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot nicht nur im Arbeitsvertrag an sich mit aufgenommen werden kann, sondern auch im Zweifel in eine Aufhebungsvereinbarung. Sprich, wenn ich nicht von vornherein bei Eingehen des Arbeitsverhältnisses ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart habe, dann kann ich das natürlich im Rahmen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn sich die Parteien dementsprechend einigen, immer noch mit aufnehmen und so sicherstellen aus Arbeitgeberseite, dass der Arbeitnehmer im Nachgang nicht in den Wettbewerb treten wird. Also das sind schon mal wichtige Infos. Das heißt, in der Person des Arbeitnehmers muss schon quasi für den Arbeitgeber ein gewisses Risiko liegen. Das heißt, dieser Arbeitnehmer muss so eine Position im Unternehmen haben, dass er ein Stück weit exponiert ist, dass er auf Geschäftsgeheimnisse Zugriff hat, dass er Geschäftsgeheimnisse kennt, den Kundenkontakt etc. hat. Das heißt, die Position an sich muss schon quasi die erste Rechtfertigung dafür hergeben, dass man so eine Wettbewerbsklausel vereinbart. Was witzig ist, du hast recht, pauschal geht das nicht. Wir haben auch schon so viele Verträge gesehen, wo dann über Jahre Wettbewerbsverbot vereinbart wird und dann am besten hier über Gesamt-GCC und Middle East und North Africa. Das geht nicht. Also der wichtigste Punkt ist personenbezogen und auch territorial. Was gibt es denn territorial für Möglichkeiten oder auch Einschränkungen? Naja, grundsätzlich nicht nur territorial, sondern an sich muss diese Wettbewerbsverbotsklausel immer angemessen sein. Das bedeutet, sie darf den Arbeitnehmer nicht missbräuchlich benachteiligen, sodass der an sich eigentlich dazu verpflichtet ist oder gezwungen ist, in dem Arbeitsverhältnis zu bleiben, sondern territorial muss ich letztlich das Ganze so begrenzen, was angemessen ist, um meine unternehmerischen Interessen zu sichern. Das kann sein, dass es auf ein Emirat in den VAE beispielsweise natürlich beschränkt ist. Das kann sein, dass es auf die gesamten VAE beschränkt ist oder unter Umständen auch die Golfstaaten. Aber wie gesagt, eine pauschale Aussage kann man da nicht treffen, sondern man muss sich wirklich im Einzelfall den konkreten Sachverhalt anschauen und dann entscheiden oder abwägen, besser gesagt, was ist angemessen, um die Interessen beider Parteien zu schützen. Das heißt, es gibt keine harten Fakten, dass man sagt 1 Jahr und 3 Emirate oder 2 Jahre 1 Emirat, sondern es ist tatsächlich so, dass ich eine gewisse Abwägung vornehmen muss und dann eine Art Ermessensentscheidung treffen muss, was macht Sinn für beide Parteien, dass keine Partei massiv in den Rechten eingeschränkt wird. Es ist schon tricky, das muss man ganz ehrlich sagen, auch im Rahmen der Beratung. Ich neige immer dazu, den Leuten zu sagen, dann lieber etwas weniger, weil wir arbeitgeberseitig oft beraten, etwas runtergehen, mehr auf
auf die sichere Schiene, wie dass ich die vollen 2 Jahre beispielsweise, gibt dir die Möglichkeit, bis zu 2 Jahren diese Vereinbarung zu treffen. Ich bin eher der Typ, der dann sagt, lieber etwas runtergehen, das Territorium eng halten, wie dass man alles ausschöpft und am Ende des Tages die Klausel dann unwirksam ist. Genau, so ist es. Es ist so, dass wir eben diese 3 Komponenten haben: örtlich, zeitlich, sachlich. Und das Gesetz gibt einzig hinsichtlich der zeitlichen Komponente eine Obergrenze, das sind diese 2 Jahre, aber auch im Rahmen der zeitlichen Begrenzung muss immer eine Interessenabwägung stattfinden. Das bedeutet, die 2 Jahre kann ich tatsächlich nur im besonderen Fall, wenn unternehmerische Interessen gesichert werden müssen, vereinbaren. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig, dieses Wort Karenzentschädigung zu erwähnen. Das spielt ja eine wesentliche Rolle, warum man eigentlich so eine, sage ich mal, intensive Abwägung vornehmen muss, weil wir das Thema mit Karenzentschädigung hier nicht wirklich haben. Vielleicht kannst du auch kurz erläutern für die Zuhörer, was Karenzentschädigung eigentlich bedeutet und was der große Unterschied hier in den VAE vergleichbar zu Deutschland ist. Genau, also eine Karenzentschädigung ist im Endeffekt eine Entschädigung für den Arbeitnehmer für den Zeitraum der Wirksamkeit des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots. Das Ganze kommt in der Regel aus Deutschland, sprich, wenn wir eine Entsendungsvereinbarung vorliegen haben, dann ist es oft so, dass dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot mit vereinbart wurde und eine entsprechende Karenzentschädigung mit enthalten ist, dass der Arbeitnehmer für den Zeitraum, in dem er gehindert ist, sich voll auf dem Markt umzusehen nach einem neuen Job, von dem alten Arbeitgeber entsprechend entschädigt wird. Diese Karenzentschädigung gibt es in den VAE nicht. Das bedeutet, dass eigentlich zum einen der Arbeitnehmer daran gehindert wird, sich dem ganzen Arbeitsmarkt voll zur Verfügung zu stellen, auf der anderen Seite aber für diesen Zeitraum keine Entschädigung bekommt. Ja. Und diese beiderseitigen Interessen müssen natürlich dann irgendwie innerhalb dieser Interessenabwägung sich widerspiegeln. Ja, und was hältst du von der Fragestellung, weil das werde ich ab und zu gefragt, dass man dann zu mir sagen, aber was ist denn, wenn ich trotzdem eine Karenzentschädigung mit reinnehme? Habe ich dann bessere Aussichten, dass die Klausel wirksam sein könnte, weil ich versuche, den Arbeitnehmerinteressen, sage ich mal, zu berücksichtigen und dem Wert beizumessen, indem ich dann freiwillig zahle? Macht das einen Unterschied hier? Dadurch, dass das lokale Rechtssystem so eine Karenzentschädigung natürlich nicht kennt, ist es auch den lokalen Gerichten fremd. Bedeutet, dass ich selbst bei Aufnahme einer Karenzentschädigung, es kommt ja dann eigentlich aus einer fremden Rechtsordnung, weiterhin an die lokalen Voraussetzungen gebunden bin und entsprechend die Interessenabwägung zwischen den Parteien vornehmen muss. Das heißt, dass auch die Aufnahme einer Karenzentschädigung wohl vor den Gerichten keinerlei positive Auswirkungen für den Arbeitgeber haben wird. Das heißt, das Wichtige ist, dass man sich an die lokalen Voraussetzungen hält und vielleicht hat man Glück und man gerät an einen Richter, der sagt, okay, da wurde zumindest in dem Bereich nochmal im Rahmen der Abwägung das Interesse des Arbeitnehmers mit berücksichtigt, aber you never know, ja, vermutlich eher nicht. Gibt es sonst noch Punkte, die man in der Wettbewerbsvereinbarung beachten sollte? Naja, grundsätzlich können die Parteien auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf das Wettbewerbsverbot verzichten. Heißt, dass ich natürlich mich schriftlich entsprechend vereinbaren kann, dass dieses Wettbewerbsverbot abgegolten sein sollte und entsprechend auch keine Wirksamkeit mehr entfaltet. Aber es gibt auch andere Sachverhalte oder letztlich Faktoren, die zu einer Abgeltung des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots führen kann. Das ist insbesondere die Kündigung während der Probezeit. Da soll natürlich den Arbeitnehmer entsprechend ein neuer Arbeitsplatz einfach ermöglicht werden. Also wenn der zu Beginn des Arbeitsverhältnisses bereits gekündigt wird, sind auch die unternehmerischen Interessen entsprechend nicht gefährdet oder man geht zumindest davon aus. Ein anderer interessanter Sachverhalt ist tatsächlich die ungerechtfertigte Kündigung. Bedeutet, dass wenn der Arbeitgeber rechtswidrigerweise das Arbeitsverhältnis beendet, soll natürlich auch im Nachgang keine Sicherung seiner unternehmerischen Interessen folgen. Nehmen wir an, wir haben jetzt eine Vereinbarung getroffen. Ich stelle fest, dass mein Arbeitnehmer gekündigt hat und schon seit 5 Wochen in Gespräch mit meinem direkten Mitbewerber hier im Markt ist, der am besten noch irgendwo in derselben Freezone sitzt. Jetzt war der Worst Case aufgemalt. Und ich merke das, stelle das fest, ich habe die Vereinbarung. Was kann ich jetzt denn eigentlich machen? Das ist tatsächlich eine Problematik, die öfter von Mandanten an uns herangetragen wird, weil die gar nicht so einfach in den VAE zu lösen ist. Es gibt nämlich in den VAE keine Vorbestimmung
vorbeugende Unterlassungsverfügung, wie wir sie beispielsweise aus Deutschland kennen, bedeutet im Ergebnis, dass ich eigentlich den Verstoß abwarten muss. Ich muss warten, bis der Arbeitnehmer in ein Arbeitsverhältnis eingetreten ist mit einem Wettbewerber, und erst dann kann ich einen Schadensersatzanspruch basierend auf den Verstoß des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots geltend machen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich kann ihn vorher nicht durch eine Unterlassungserklärung davon abhalten. Ich muss warten, bis er beim Wettbewerber eingestellt ist, und selbst dann habe ich nur einen Anspruch auf Schadensersatz und nicht einen Anspruch darauf, dass er dieses Arbeitsverhältnis nicht eingehen kann. Also das heißt, eine Unterlassung oder Vollstreckung in dem Sinne ist ja dann gar nicht möglich durch so eine Klausel, sondern die zielt ja wirklich nur auf Schadensersatz aus. Genau, und da ist es eigentlich auch so, dass die Durchsetzung des eigentlichen Wettbewerbsverbots, selbst wenn der Arbeitnehmer in ein Arbeitsverhältnis eingetreten ist mit dem Konkurrenten, relativ schwierig ist. Warum ist das der Fall? Es ist nämlich so, dass der Arbeitgeber, der vorherige Arbeitgeber, eigentlich einen Schaden beweisen muss, der ihm zugetragen wurde, dadurch, dass der Arbeitnehmer in ein Arbeitsverhältnis mit dem Wettbewerber eingetreten ist. Und das wird oftmals relativ schwierig sein, einen konkreten Schaden da insbesondere zu beziffern. Man muss ja dann quasi direkt nachweisen, dass durch den Weggang des Arbeitnehmers zum Wettbewerber vielleicht Kunden weggegangen sind, dadurch man tatsächlich einen materiellen Verlust hatte, und den Nachweis dafür erbringen, dass der Weggang des Arbeitnehmers und Weggang des Kunden quasi unmittelbar das zur Folge hatte. Also man muss da schon, denke ich, klar sagen, es ist extrem hoch die Hürde, das nachzuweisen, extrem hoch, da entsprechend Schadensersatzanspruch geltend zu machen. Kann man dann stattdessen nicht irgendwie einen pauschalen Schadensersatzanspruch vereinbaren für den Fall, dass ein Verstoß tatsächlich vorliegt? Doch, kann man, und das ist auch eigentlich unsere Empfehlung, dass man tatsächlich so eine Vertragsstrafe, eine sogenannte Vertragsstrafe mit aufnimmt in einer gewissen Höhe. Warum ist das von Vorteil? Es ist nämlich so, dass es dann zu einer Beweislastumkehr kommt. Bedeutet, dass der Arbeitnehmer eigentlich im Nachgang dann beweisen muss, dass der Schaden in Höhe der Vertragsstrafe dem Arbeitgeber tatsächlich nicht zugekommen ist. Okay. Und da ist es so, dass wir zwar in gewisser Weise natürlich in der Höhe versuchen müssen, dass wieder beide Interessen oder eine Interessenabwägung zustande kommt. Vermutlich ist es so, das ist von der Rechtsprechung noch nicht final geklärt, dass die Höhe der Vertragsstrafe auf 3 Monatsgehälter gekappt ist. Also Monatsgehälter des Arbeitnehmers, und zwar Bruttomonatsgehalt, ja? Genau. Ja, also das ist definitiv dann zu empfehlen, weil dann ist man eben als Arbeitgeber nicht komplett in der Beweislast. Was den Schaden anbelangt, macht auf jeden Fall Sinn. Ist aber insgesamt, wie man sieht, eine tricky Situation. Ich denke, wir sind dann auch schon so weit am Ende. Sebastian, ein wirklich spannendes Thema. Da sage ich immer den Mandanten, da muss man sich wirklich gut beraten lassen. Wenn man die Intention hat mit der Wettbewerbsklausel, muss man die auch vernünftig und wirklich differenziert aufsetzen. Man kann da nicht irgendwie Copy-Paste-Formular verwenden, sondern man muss sich dann wirklich die Situation individuell ansehen und eine individuelle Klausel dann vereinbaren und aufsetzen für den jeweiligen Arbeitnehmer. Dafür sind wir natürlich dann auch die richtigen Ansprechpartner. Also falls euch das gefallen hat, falls ihr in einer ähnlichen Situation seid und tatsächlich so eine Vereinbarung aufsetzen wollt, dann schreibt uns gerne direkt an. Wir antworten schnellstmöglich. Liked aber auch gerne unseren Kanal, abonniert ihn, kommentiert munter, und ja, wir freuen euch, dass ihr uns wieder zugeschaut habt, und bis zum nächsten Mal.